Hallo zusammen, Meerrettich. Einigen wird es bei dem Anblick dieser Wurzel gleich die Tränen in die Augen treiben, aber diese Wurzel hat es wirklich in sich. Diese Wurzel ist nämlich ein pflanzliches Antibiotikum und bekämpft wirkungsvoll Bakterien, Pilze und Viren. Viren, fällt euch dazu etwas ein? Ja, genau. Dieser hässliche Virus, der uns nun schon ein ganzes Jahr, fast ein ganzes Jahr begleitet, den können wir damit auch bekämpfen. Ein Versuch ist es ja wert. Und wenn nicht, dann tun wir immer noch unserem Körper etwas Gutes. Und in dieser Jahreszeit, wo wir sowieso anfällig auch auf Erkältungsviren sind, bauen wir den frischen Meerrettich ganz einfach in unsere Ernährung mit ein. Meerrettich ist außerdem blutreinigend und förderlich für unsere Verdauung, weil durch die Stoffe, die der Meerrettich besitzt, die Verdauungssäfte angeregt werden. Bekannt schon in der Antike wurde die Wurzel bei Verdauungsbeschwerden, bei Harnwegserkrankungen, zur allgemeinen Stärkung, bei Skorbut, also das heißt Vitamin C-Mangel, und bei Halsschmerzen erfolgreich eingesetzt. Ich zeige euch heute die Herstellung eines Meerrettich-Apfeltrunks, den ihr zur Stärkung eures Immunsystems verwendet, und einen Meerrettich-Sirup, der mit Honig hergestellt wird und der zum Einsatz kommt bei Erkältungskrankheiten, einhergehend mit Schnupfen und Husten. Noch ein kleiner Tipp: den Meerrettich fein gerieben in ein Leintuch, breiartig verstrichen, hilft er bei Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen. Er wirkt durchblutungsfördernd und dadurch auch schmerzlindernd. Ja, der Meerrettich ist vielseitig in der Küche einsetzbar. Ihr könnt euch auch eine schöne Meerrettichsoße zubereiten, die gut schmeckt zu gekochtem Rindfleisch wie Tafelspitz oder eine schöne Ochsenbrust. Oder ihr macht euch einen schönen Sahne-Meerrettich, der schmeckt wiederum gut zu kalten Gerichten. Oder ihr habt eine andere Idee, den Meerrettich frisch in der Küche zu verarbeiten, weil er jetzt so wichtig ist für das Abtöten von Bakterien, Viren und Pilzen, wie ich eingangs schon gesagt hatte. Aber nun beschäftigen wir uns mal mit den beiden Rezepten. Noch was wollte ich euch mitteilen. Beim Erstellen dieses Videos habe ich so ganz nebenbei erfahren, dass Meerrettich die Heilpflanze des Jahres 2021 ist. Toll, was? Freut mich, aber das war wirklich reiner Zufall. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es einen triftigen Grund gab, dass gerade dieses Jahr der Meerrettich zur Heilpflanze des Jahres gekürt wurde. Aber jetzt zu den Rezepten. Dazu schneiden wir uns erst einmal ein Stück von der Wurzel ab. Brechen ist besser, die ist nämlich wirklich hart. Und wir schälen den Meerrettich. Die Senfölglykoside, die durch das Zerkleinern oder hier in diesem Falle durch das Reiben des Meerrettichs gespaltet werden, verwandeln sich dann in diese scharfen Senföle, die uns weinen lassen. Aber das will ich euch hier nicht zelebrieren, deshalb schalte ich die Kamera jetzt mal ab, reibe den Meerrettich fertig und dann schalten wir wieder zu. So, dreimal genießt, Nase geputzt, Tränen abgewischt, Meerrettich gerieben, alles gut. Jetzt nehmen wir von den geriebenen Meerrettich 10 Gramm. Wir nehmen Bio-Apfelsaft, naturtrüb, 200 Milliliter, den Saft einer halben Zitrone und werden das jetzt erstmal vermischen. Ich nehme dann ganz einfach so ein Schraubdeckelglas
weil das muss ja im Kühlschrank kalt aufbewahrt werden. Dann kommt der Meerrettich hinein. Die Augen wollen schon wieder anfangen zu tränen. Ich kippe den Apfelsaft hinzu, gemischt mit dem Zitronensaft. Dieses Gemisch lasse ich jetzt so 10 Minuten bis eine Viertelstunde stehen. Dann wird es durchgeseit und noch einen Teelöffel flüssiger Honig dazu gegeben. Ich trinke dann so ein halbes Glas voll, 3-mal die Woche nach dem Frühstück, weil es ist sehr aggressiv. Es ist besser, man hat eine Grundlage im Magen. Und dann ist das auch, in einer Woche ist die Menge dann auch verbraucht und man macht es wieder frisch. Ich habe hier einen ganz feinen Teefilter und jetzt seihe ich das durch. Muss jetzt natürlich mein Glas wieder ausspülen. Kann man auch anders regeln. So, und jetzt fügen wir noch den flüssigen Honig dazu. So, und das werde ich jetzt für euch gleich mal probieren. So viel. Wie gesagt, das reicht dann für eine ganze Woche und dann müsst ihr es wieder neu machen. Mal sehen, wie das schmeckt. Ah, schon ziemlich scharf. Aber es soll ja auch wirken. Kann man machen. Dieser Apfel-Meerrettich-Trunk ist für ein starkes Immunsystem. Ich habe es jetzt nochmal umgefüllt in ein kleineres Glas für die Aufbewahrung im Kühlschrank. Also eins kann ich euch sagen, nachdem ich jetzt 100 Gramm Meerrettich gerieben habe, zeige ich euch mein Gesicht nicht mehr. Ich habe garantiert keine Viren mehr in mir. So, die 100 Gramm kommen jetzt in das Glas hinein. Die Senföle nochmal so richtig schön aufgewirbelt. Oh. Jetzt geben wir den flüssigen Honig dazu. Noch ein Hinweis. Bei einer akuten Erkältung für Kinder unter 4 Jahren würde ich das nicht empfehlen, weil es ist definitiv zu scharf. Für größere Kinder nehmt ihr weniger Meerrettich. Noch eine Möglichkeit wäre, ihr kauft ein Glas Gemüsemeerrettich und mischt es in Einzelportionen mit dem Honig. Jedenfalls für Kinder nicht ganz so aggressiv. Das Meerrettich-Honig-Gemisch steht nun jetzt 24 Stunden in meiner Küche. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wie man das eventuell noch trennen kann. Meerrettich und Honig, dass man das durchsiebt. Für ganz empfindliche, man kann es tun, aber man muss es nicht tun. Durch ein ganz feines Haarsieb wird das ganz einfach durchgestrichen. Es ist ein bisschen aufwendig, aber manche mögen vielleicht diesen Meerrettich nicht im Mund. Und man erhält den reinen Saft. Für mich, ich fülle es jetzt in diese kleinen Schraubdeckelgläser ab und der kleine Löffel, den man dazu braucht, der passt gut ins Glas und man kann sich jeden Tag so 3 bis 4 Löffel entnehmen. Die genaue Mengenangabe müsst ihr nicht zwingend notwendig einhalten. Ob ein bisschen mehr Meerrettich oder weniger Meerrettich oder mehr Honig oder weniger Honig, das ist gar nicht relevant. Wichtig ist, dass ihr bei einer Erkältungskrankheit mit Husten und Schnupfen diese beiden Komponenten zu euch nehmt. Der Honig ist auch gut für euren Hals. Es legt sich ein feiner Film über die entzündeten Schleimhäute und bringt Linderung und auch Heilung. Und der Meerrettich da drin wirkt antibakteriell und durch seine ätherischen Öle befreiend für die Atemwege. Und denkt dran, prophylaktisch vertreibt euch dieses Zeug Bakterien, Pilze und vor allem Viren. In diesem Sinne, nehmt frischen Meerrettich zu euch, egal in welcher Form, und bleibt mir schön gesund oder werdet gesund. Tschüss!
Eure Oma Betty.